Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Ich möchte heute diese Glättungsbürste testen. Ist ja schon seit längerem ein Trend, auch auf Instagram oder Pinterest. Und es ist so eine Hitzebürste, die das Glätteisen ersetzen soll. Und ich möchte jetzt mal mit euch gemeinsam testen, was diese Bürste kann. Meine Haare sind jetzt so, wie sie einfach ganz normal aussehen, wenn ich sie gewaschen habe, trocken geföhnt habe. Und dann habe ich hier leichte Wellen drin und ja, sie sehen ein bisschen krummelig aus und auf jeden Fall nicht so besonders ordentlich. Ich habe von Natur aus glatte Haare, aber man muss hier trotzdem nochmal nachhelfen, dass es einfach schön gleichmäßig glatt aussieht und auch glänzend aussieht. So sieht jetzt diese Glättungsbürste aus, wie eine normale Bürste, aber die sind ganz hart und dick, hier die Borsten. Natürlich braucht diese Bürste auch Strom, deswegen ist hier ein Stecker dabei. Das Kabel ist sehr, sehr lang, das finde ich total gut. Dann kann man sich einfach im Bad gut bewegen. Was auch schön ist, ist hier dieses bewegliche Gelenk. Das heißt, das Kabel verdreht sich nicht, wenn man die Seite wechselt oder wenn man mal hier bewegt, weil das passiert ja sonst immer, wenn da kein bewegliches Gelenk dran ist. Und zudem, wenn ich sie jetzt gleich einstecke, sieht man hier, wie viel Grad die Bürste hat und kann hier auch die Hitze variieren. Das finde ich sehr wichtig, weil zum Beispiel bei sehr dünnem Haar, so wie es bei mir der Fall ist, dann darf man gar nicht so viel Hitze auf das Haar bringen, weil es sonst wieder zu Haarbruch und Spliss kommen kann. Wenn man aber sehr, sehr dickes Haar hat oder auch sehr krauses Haar, dann braucht man wahrscheinlich mehr Hitze, um das Haar zu glätten. So, die Bürste ist jetzt eingesteckt und jetzt kann ich sie mal anschalten. Wenn das Blinken aufhört, dann hat sie ihre Hitze erreicht und die Oberfläche ist keramikbeschichtet. Das ist auch sehr wichtig. Da würde ich immer, wenn ihr so eine Bürste oder auch ein Glätteisen kauft oder einen Lockenstab, würde ich immer darauf achten, bevor man glättet oder auch sich Locken macht, sollte man immer Hitzeschutzspray auftragen. Ich habe jetzt hier das Thermoactiv Spray von dieser Öko-Linie von Figaro Express. Auch die Glättungsbürste ist von Figaro Express. Dieses Hitzeschutzspray liefert gleichzeitig Vitamin E für die Haare, dass sie schön gesund und geschmeidig aussehen. Das Besondere ist jetzt hier noch, dass es vor der Aufnahme von Luftfeuchtigkeit schützt. Das heißt, wenn du die Haare geglättet hast und gehst dann raus, es regnet bei uns vielleicht gerade wieder mal, dann ist die Luft sehr feucht und dann kann es wieder dazu kommen, dass diese Feuchtigkeit die Glättung rückgängig macht und deine Haare dann wieder gewellt werden. Ich sprühe es mir großzügig drauf und kämme sie einmal nochmal durch. Dann teile ich die Haare hier einfach so mit den Fingern über dem Ohr ab, dass ich zwei Teile habe und mache sie dann mit so einem Clipper einfach oben fest. Diese Clipper gibt es bei Amazon oder auch in der Drogerie. Was ich jetzt mache, ist, dass ich die Haarsträhne so nehme und von unten her gehe mit der Bürste. Einfach, dass ich mir die Haare nicht so platt glätte quasi, so nach unten ziehe, sondern dass ich sie von unten nach oben glätte, um noch ein bisschen mehr Volumen und Stand reinzukriegen. Und dann ziehe ich diese Bürste so ganz langsam durch das Haar. Da muss man wirklich geduldig sein und nicht so wie mit einer normalen Bürste, damit einfach die Glättung stattfinden kann und du nur einmal über jede Strähne durchgehen musst. Ansonsten muss ich sagen, es funktioniert wirklich wie eine ganz normale Bürste. Das ist halt echt ganz schön, da muss man auf nichts achten. Sie werden gleichzeitig gekämmt und sind dann eben auch, liegen schön ordentlich und du siehst jetzt schon, wie schön glatt die geworden sind. Bei mir hier die Spitzen noch nicht ganz gefallen, da gehe ich nochmal rein. Jetzt. Ja. So sieht jetzt die unterste Lage der Haare aus und ich muss sagen, wow, krasser Unterschied. Ich bin echt jetzt hier schon begeistert. Also das ist jetzt wirklich ein Glätteisen. Geht auch super schnell.
Jetzt nehme ich mir eine zweite Schicht Haare einfach dazu. Und das mache ich, die trenne ich jetzt nicht mit dem Stielkamm ab, sondern einfach nur so irgendwie. Das ist schon okay. Cool. Schaut echt gut aus. Da siehst du nochmal hier die struppigen Haare, wie sie vorher waren. Und jetzt hier sind sie schon schön geglättet. Ist echt ein schönes, weiches Ergebnis. Was ich jetzt schon mal als Vorteil erkenne gegenüber einem gewöhnlichen Glätteisen ist einfach, dass man nicht aufpassen muss, dass man so einen Glättungsknick reinbekommt. Weil wenn du das Glätteisen dann hier ansetzt, einen Moment zu lang auf dieser Stelle lässt, dann hast du ja hier so einen Knick drin. Und mit der Bürste kann das gar nicht passieren, stelle ich gerade fest. Und was man auch schön machen kann, wenn man die, so wie ich es jetzt gemacht habe, so ein bisschen dreht und nach innen dreht, dann hat man hier gleich, wie wenn man sie geföhnt hätte, dass sie so nach innen geföhnt sind quasi. Geht mit dem Glätteisen ja auch. So, jetzt habe ich sie hier so schön geschwungen. In den Spitzen, das mag ich immer ganz gern, das sieht so frisch aus und dann sieht man nicht, dass die Spitzen kaputt sind. Jetzt hole ich die ganzen restlichen Haare noch dazu. Wenn ich dann hier angelangt bin, dann schaue ich immer, dass der Scheitel auch ordentlich ist. Gehe nochmal mit einem Stielkamm durch. So. Die Haare werden schon ganz schön heiß. Also ich kann die jetzt kurz nach dem Glätten auch gar nicht so richtig anlangen. Die sind sehr, sehr heiß. Obwohl ich jetzt auf 180 Grad bin, was so die niedrigste Stufe ist. Wahnsinnig weich an, schön gekämmt und geglättet und du siehst jetzt hier nochmal schön den Vorher-Nachher-Vergleich.
Ja, das ist jetzt mein fertiges Glättungsergebnis mit dieser Glättungsbürste. Ich bin wirklich total begeistert. Also sie glänzen schön. Sie sind super, super glatt geworden, was ich am Anfang gar nicht gedacht hatte. Und sie bekommen so ein, wenn man die Bürste so ein bisschen dreht, so einen schönen Schwung nach innen. Das gefällt mir echt wirklich gut. Wie gefällt euch denn jetzt hier mein Glättungsergebnis? Das interessiert mich jetzt auch noch wahnsinnig. Kann diese Bürste mit einem Glätteisen mithalten? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare rein, was eure Meinung dazu ist. Ich runde das Ganze noch mit ein bisschen mehr Glanz ab. Denn blondes Haar glänzt ja von Haus aus nie so stark, wie dunkles Haar das tun könnte. Und jetzt sehe ich gerade, hier ist noch eine Strähne, die gefällt mir noch nicht. So. Und da habe ich auch von Figaro Express das Glanzspray Natural Shine. Das ich mir jetzt einfach großzügig noch hier drüber gebe. Und tada! Fertiges Ergebnis. Boah, das Spray riecht wirklich richtig gut. Und glänzen sie jetzt mehr als vorher? Ja oder nein? Ich glaube schon. Ein bisschen zumindest. Aber wie gesagt, bei blonden Haaren ist es immer ein bisschen schwierig, Glanz reinzukriegen. Aber das durch das Glätten und das Spray jetzt habe ich doch schon, finde ich doch, habe ich schon Glanz bekommen. Zumindest 1000-mal mehr, als ich vorher hatte, oder? Hat euch das Video gefallen, dann schenkt mir einen Daumen nach oben. Bist du noch kein Abonnent meines Kanals, dann auf geht's, gleich hier klicken und du abonnierst meinen Kanal kostenlos, verpasst kein neues Video mehr von mir. Hier drüben findest du jetzt noch andere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Klick dich doch da auch mal rein. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und ich freue mich noch mehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin!